Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei dieser Videoreihe, wo ich vor allem um die Begegnungen mit Crewmitgliedern oder Passagieren auf meiner Weltreise diskutiere. Ich habe es letztes Mal ganz kurz erwähnt, das Video wurde einfach zu lang, deshalb habe ich es jetzt aufgeteilt in 3 Parts. Das ist der zweite Part von der AIDA-Weltreise. Falls ihr den ersten Part nicht gesehen habt, dann schaut doch in dem Link, der jetzt eingeblendet wird, kurz nach, dann könnt ihr den ersten Teil noch nachschauen. Und sonst wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich weiß, wir starten nun mit dem Showteam. Also genießt es! Dann haben wir hier ein wunderschönes Foto vom ganzen Theaterteam. Das war ein richtig cooles Theaterteam. Also das muss ich echt sagen. Wir hatten, jetzt muss ich zusammensuchen, ich weiß nicht mehr alle Namen, das ist mir echt richtig leid. Für mich, der mir natürlich sehr geblieben ist, wir haben Tobi ganz links. Es tut mir leid für jeden Entertainment Manager, der mich jetzt zuschaut von AIDA. Für mich der beste Entertainment Manager, den ich kennengelernt habe. Menschlich, zwischenmenschlich, wie aber auch fachlich wirklich richtig top. Ich habe das Gefühl, seine Passion ist es, Gäste glücklich zu machen. Und es ist nicht sein Job, sondern es ist seine Freude. Es ist wie gefühlt sein Hobby, wenn er das macht. Ich habe auch andere AIDA Entertainment Manager und Managerinnen kennengelernt, wo ich echt das Gefühl hatte, ja, sie machen das okay, aber es ist halt ihr Job und das fühle ich auch heraus. Es ist so, wenn du halt 2, 3 Reisen hintereinander drauf bist, ist es 2, 3 Mal genau dasselbe. Die genau gleiche Frage mit dem Wort für Wort, genau gleiche Antwort. Und das war bei ihm nie so. Also ich habe gefühlt nicht ein Thema doppelt gehört in dieser ganzen Weltreise. Ich habe ihn dann später nochmal besucht, auch über mehrere Reisen und nicht einmal etwas doppelt. Vielleicht kommt eine Person 2-mal auf die Bühne, aber dann werden auch 2-mal unterschiedliche Fragen gestellt. Und das fand ich so cool. Also Tobi ist für mich unschlagbar. Ich habe auch mit ihm heute immer noch Kontakt. Ich schreibe ihm jedes Mal, wenn ich mich bewerbe bei AIDA, schreibe ich ihm, ich versuche es schon wieder. Das ist richtig cool. Auch wenn ich heute immer noch Kontakt habe, ist die Julia. Ich muss echt sagen, ich werde gerade blendet von der Kamera hier. Wow, welches davon ist denn Julia? Die sind echt alle so krass kostümiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das vorne links. Die Dame ist die Julia. Ich glaube, das müsste fast die Julia sein. Jetzt rein von dem, was ich sehe, müsste vorne links die Julia sein. Eine unglaublich coole Tänzerin. Wenn ich sie beschreiben müsste, ich überlege gerade, wie beschreibe ich sie. Das erste Mal, als ich sie sah, hatte ich das Gefühl, sie passt nicht ins Team. Und als ich dann für mich selber, da ich selber schon seit mehr als 10 Jahren auch tanze, dann versucht habe herauszufinden, was mir nicht gefällt an ihrem Tanzstil, musste ich herausfinden, dass es umgekehrt ist, dass es eigentlich alle anderen nicht ins Tanzteam passen. Denn alles, was sie tanzt, ist so voller Energie, so krass sauber, sage ich jetzt mal. Jede Bewegung, die sie macht, geht sie an ihr Limit. Also wenn du aus irgendeiner Bewegung in die Tiefe gehen musst, dann geht sie tief. Wenn du nach hinten lehnen musst, dann lehnt sie richtig nach hinten. Es ist nicht nur eine kurze Andeutung. Und das ist echt krass. Ich habe das danach nur ein einziges Mal wieder gesehen. Und das war an der Cirque du Soleil Show in Las Vegas von Michael Jackson, also wo sie Michael Jackson machen, Cirque du Soleil. Und die waren genauso professionell wie sie, einfach so von der Überlegung her. Also ich weiß es auch noch, ich kam damals raus und habe ihr direkt geschrieben. Ich habe das erste Mal Tänzer gefunden, die genauso krass tanzen wie du. Und das war echt
das war echt eine krasse Tänzerin. Also wirklich richtig cool. Ich habe auch mit ihr heute immer noch Kontakt. Ich schreibe auch ihr immer wieder mal dazwischen. Nicht so oft, eigentlich mit den wenigsten wirklich oft, aber trotzdem, ich sage mal, im Jahr schreibe ich sicher 1-2 Mal mit allen, mit denen, wo ich jetzt gesagt habe, ich schreibe. Direkt dahinter, ich bin so schlecht mit Namen, es tut mir so leid, eine liebe Dame, eine Sängerin hier aus England. Ich weiß nicht mal, ob sie sogar direkt aus London kommt, hier aus England. Und sie war damals zusammen mit Max, dem Herrn unten ganz rechts, der, ich weiß gar nicht, war das damals der Showmanager oder der Theater? Ich weiß nie genau, so wie zum gewissen Teil Namen oder Jobs beschrieben wurden. Für mich war es, Tobi ist der Entertainment Manager, er war wahrscheinlich der Theatermanager oder ja, so in dieser Art. Er war jedenfalls direkt unter Tobi, hatte aber an sich die Bühne unter sich. Tobi hatte noch viel mehr als nur das Theater unter sich. Er hatte einfach das Theater unter sich, so wie ich das in Erinnerung habe. Und die waren damals schon zusammen, das wussten aber nicht alle und das habe ich nicht gewusst. Ich habe am Ende der Reise einen lieben Brief geschrieben, Aida, wie cool die Weltreise war. Und habe dann auch für ihn geschwärmt, wie cool das ist, dass er trotzdem jeden gleich behandelt, obwohl seine Freundin im Team ist und so. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass zwar an Bord das alle wussten, die das wissen müssen, die Landseite das aber an sich so eigentlich nicht so genau wusste. Ich hoffe heute immer noch, dass ich niemandem geschadet habe damit. Aber das war so cool, das war wirklich so ein cooles Team. Also auch Max ist ein Unikat, er ist ein so liebenswertiger Mensch, also wirklich, es ist unglaublich. Ich habe leider kaum noch Kontakt mit all den anderen, also auch mit Max und so, leider kaum noch irgendwas, vielleicht einmal alle 2-3 Jahre. Ich like ab und zu mal einen Post auf Instagram, wenn ich wieder was sehe von ihm. Ich weiß, sie haben mindestens ein Kind bekommen in der Zwischenzeit. Ja, nee, das war wirklich richtig schön. Ich habe hier auch ein kleines Video, das ich jetzt abspielen werde. Das ist während der Probe. Es ging nur darum, ob man alles hört. Also er hat selber gar nicht gespielt, aber es ist einfach seine Art. Ich finde das richtig toll. Ich hoffe, ihr genießt es. Ah, herrlich. Ich mag ihn einfach. Dann muss ich hier, und das sage ich wirklich muss, weil das ist für mich eine Pflichtperson. Ich habe leider kein Foto, wo ich ein Selfie mit der Dame mache, sondern ich habe nur das. Und ich habe wirklich nur das eine Foto. Das ist unglaublich. Eventuell habe ich sie irgendwo in einem Film drin, also in einem Abschnitt, wo ich am Filmen war. Das kann gut sein, das habe ich nicht alles durchgeschaut. Ich habe wirklich vor allem die Fotos angeschaut. Das war die Frau des Captains. Hier sind wir gerade in Südafrika unterwegs auf einem Ausflug. Das müsste der erste Ausflug gewesen sein. Das war unglaublich ein schöner Ausflug. Wir haben viele schöne Sachen gesehen. Aber es geht hier um die Person. Sie war, wie gesagt, die Frau des Captains und sie war immer alleine draußen. Der Captain war vom Charakter her so, dass er lieber auf dem Schiff bleibt. Er hat eigentlich die Welt schon gesehen. Ich glaube, es war seine letzte Reise vor der Pension oder sollte eigentlich schon pensioniert sein, wurde dann abgefragt, ob er das doch noch machen würde. So irgendwie in dieser Art und Weise. Und er hat dann seine Frau mitgenommen, das fand ich richtig cool. Sie ging dann aber durch das, dass er immer an Bord bleibt, dann halt alleine auf Ausflüge mit. Und da ich auch immer alleine bin, hat man sich dann halt ab und zu mal getroffen. Ich habe auch lange selber nicht geschnallt, wer sie ist oder dass sie mit dem Captain zusammen ist. Sie hat jetzt das auch nicht als groß preisgegeben, so, oh, ich bin die Frau des Captains oder so, gar nicht. Also eine unglaublich liebe, bodenständige Dame.
Und ich werde einfach einen Moment in Bora Bora nie mehr vergessen. Das war so cool und deshalb habe ich auch dieses Bild hier drin und das will ich einfach kurz erwähnen. Wie gesagt, ich hatte sie davor schon auf Ausflügen, also vor den French Polynesien, Bora Bora. Und von dem her habe ich sie schon 2-3 Mal gesehen. Wir kamen dann auf ein kleines Boot. Wir haben am Morgen eine Schnorcheltour gemacht, sind dann zusammen Mittag gegessen, haben am Nachmittag eine Jeep-Tour gemacht. Und weil wir keinen Guide dabei hatten, der übersetzt hat, hat sie dann sich einfach angeboten, wenn ihr wollt, kann ich kurz ein bisschen übersetzen, und hat dann an sich ein bisschen übersetzt. Das heißt, alle Reisende haben sie dadurch ein bisschen kennengelernt, einfach so, dass sie da übersetzt, wussten aber nicht mehr. Nach dem Boot sind wir dann ausgestiegen Richtung Restaurant und sie musste auf die Toilette und hat mir dann aber schon gesagt, kannst du mir irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, einen Weißwein, einen Rotwein bestellen zum Essen. Man durfte auswählen, ob man das Essen mit Weißwein oder das Essen mit Rotwein will, so in dieser Art. Habe ich gesagt, ja, kein Problem, habe den Platz neben mir reserviert und dann bestellt für sie und so. Dann kam sie, wir haben alle gegessen, diskutiert miteinander und so weiter. Ich glaube, am Schluss ging sie nochmal zur Sicherheit auf die Toilette, bevor wir dann weitergehen auf die Jeep Safari. Und mich haben andere Gäste angesprochen. Entschuldigung, hast du noch eine Ahnung? Ist das die Frau des Captains? Also durch die Gespräche kam es vielleicht so ein bisschen heraus, es war aber nicht klar. Und die haben mich dann so gefragt, so, das ist die Frau des Captains eventuell? Und ich so, ja, das ist die Frau des Captains. Dann bist du der Sohn des Captains. Und ich so, was? Was? Naja, ich weiß ja, was sie trinken will, von dem her muss ich ja ihr Sohn sein. Ich fand das eine coole Frage. Das war richtig überraschend, das war, wow, damit habe ich nicht gerechnet, war echt ein bisschen perplex und ich fand das einfach so cool, dass ich ihr das dann auch erzählt habe im Nachhinein so, dass ich wirklich angesprochen wurde, dass wenn sie ja die Frau des Captains sein muss, dann muss ich ja der Sohn des Captains sein. Und das war dann so cool, dass ich vielleicht eine Woche später saß sie mit dem Captain vor dem Selection-Restaurant. Das ist das einzige Bezahlrestaurant an der Aida Aura, dem kleinsten Schiff damals. Und sie saß da, hat mich gesehen, hat mich dann so zu sich gewunken und meinte dann, Olivier, darf ich dir vorstellen, dein Papa? Und ich glaube, ihm ist der Kiefer genauso runtergefallen wie mir. Ich habe natürlich verstanden, wo die Herkunft dieses Satzes herkommt. Ich glaube, aber in dem Augenblick hat er nichts gewusst von dieser ganzen Situation. Das war einfach genial. Also wirklich genial. Als sie mich dem Captain vorstellt und sagt, darf ich dir vorstellen, dein Papa. Das war herrlich. Also das war wirklich... Wow, das waren wunderschöne Momente, das kann ich echt sagen. Das ist so, und darum wollte ich sie einfach hier drin haben. Die Dame, die war unglaublich. Ich habe natürlich viel mehr Crewmitglieder kennengelernt. Das Problem ist, wie gesagt, viele habe ich leider kein Foto. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Ich habe aber hier ein großes Foto. Ich zeige euch jetzt so ein bisschen die einzelnen Fotos darin und hoffe, dass ich einfach ein paar wieder erwähne. Also zuerst ganz unten links. Hier seht ihr, wie gesagt, eigentlich, das habt ihr schon mal gesehen, alle Scouts, die es an Bord gab in diesen 4 Monaten. Darüber sehen wir die Rezeption. Da muss ich sagen, da habe ich nicht alle, denn ich glaube, die Rezeption war für mich die einzige Abteilung, die wirklich auch des Öfteren mal Personal gewechselt hat. Ich glaube, bei vielen Abteilungen war es so, dass man versucht hat, die ganzen 4 Monate die gleiche Personal an Bord zu haben. Bei der Rezeption wurde aber meines Wissens nach, wie gesagt, es sind schon bald 4 Jahre her, oder es ist schon 4 Jahre her, des Öfteren gewechselt. Von dem her habe ich hier einfach ein paar abbilden können, die dazumals dann noch vor Ort waren. Viele unglaublich liebe, nette Damen, die einem immer geholfen haben, wenn es irgendwelche Probleme gab. Dann, was haben wir als nächstes? Hier, dieses Bild kennt ihr auch schon bereits. Das ist das Bild vom Entertainment-Team.
Dann haben wir hier ein wunderschönes Bild. Ich sitze hier ganz in der Mitte, vielleicht sieht man es mit dem ganzen Spar- und Sportteam. Also hier sieht man auch, alle in Blau sind aus dem Spar, die Damen in Schwarz, die sind aus dem Sportbereich und die Chefin sitzt direkt hinter mir. Das ist natürlich extrem cool. Da wurde ein neues Foto gemacht für den Sparbereich selber, also dass man halt, wenn man in den Sparbereich kommt, sieht, wer alles da ist. Und ich wurde einfach eingeladen, ein weiteres Foto zu machen, dass ich noch ein Foto für mich habe, mit allen Unterschriften drauf und so weiter. Das war richtig cool. Dann sehen wir hier links, das war ein bekannter TV-Star-Koch, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Der war mit an Bord, der hat Kochkurse gemacht, also nur eine Zeit lang, vielleicht so 2-3 Wochen, ich war jetzt nicht 4 Monate dabei, aber ich war in einem seiner Kurse dabei, habe ein bisschen über Kochen gelernt, von dem her, das war richtig cool. Und hier daneben seht ihr dieses richtig coole Poster, das gestaltet wurde vom Sportteam und dann auch im ganzen Crewbereich aufgehängt wurde, wie gesagt, Guest for Crew, also ein Gast für die Crew, das war richtig cool, also es war wirklich richtig cool. Dann haben wir hier das Foto vom ganzen Film- und Fototeam. Wir haben die 2 Herren, ich glaube beide waren für das Filmen verantwortlich, also der ganze Reisefilm und das Filmen unterwegs, haben vor allem diese 2 Herren gemacht, ein richtig kleines Büro. Und die 3 Damen gleich bei den Herren, wenn ich mich nicht täusche, waren die 3 Fotografinnen, die dann diese restliche Sachen um das Thema Fotografie und so erstellt haben, die Magnete und so weiter. Und links ist die Chefin von dem ganzen Team. War auch richtig cool. Da gibt es noch 1-2 geheime Storys dazu, die will ich aber so nicht öffentlich machen, denn es ist private Sachen zwischen denen, nicht zwischen mir. So, und das letzte Foto. Das Foto habe ich zusammenstellen lassen, denn ich wollte noch ein paar gewisse Leute einfach irgendwie auch auf ein Foto kriegen, wusste nicht, wie ich die aber da einfach hinkriege. Und da kann ich echt sagen, da hat sich auch jemand eingeschlichen, der nicht eingeladen war. Und zwar haben wir hier ganz links den Direktor, also der höchste vom silbernen Streifen. Das heißt, alles, was unter Hotelbereich war, stand unter ihm. Für mich der beste Mann in dieser Funktion, den ich je kennengelernt habe. Ich habe auch sehr coole kennengelernt unter Mein Schiff, also auch da hat es richtig coole Leute gegeben. Aber für mich, Aida, ist er der Beste, den ich je kennengelernt habe. Ich habe ihn auch später nochmal gesehen und besucht, von dem her, es war richtig toll. Dahinter der Küchenchef, der mir viele Wünsche ermöglicht hat, sowas wie das Essen mit einem ganzen Crew-Team. Das ist eigentlich nicht so üblich, dass die Crew so viele Plätze einnehmen darf. Normalerweise haben sie einen Tisch mit 4 Plätzen, wo sie essen dürfen im Bezahlerrestaurant. Er hat mir das aber unter anderem auch genehmigt und bewilligt. Ich durfte dann sogar ein speziell eigenes Menü zusammen kreieren, was wir als Vorspeise, Hauptgang, also es war gerade ein 5-Gange-Menü, also es war richtig cool, was wir da zusammenstellen durften. Darunter der F&B Director, also Food and Beverage, also Essen- und Getränkechef. Auch da natürlich echt, man lernt sich kennen. Dann die nächsten 3 Herren und Damen kamen meines Erinnerungs nach alle aus den Selection-Restaurants. Ich war da des Öfteren und ich habe die alle sehr ins Herz geschlossen und dachte einfach, die will ich unbedingt auf dem Foto haben. Dann den Herrn daneben, der auch noch sitzt, der letzte, das war mein Cleaner. Der hat gefühlt 4 Monate lang mein Zimmer gereinigt und das war so cool. Der hat mir immer wieder Figuren gemacht und das war einfach herrlich. Mit ihm unterwegs zu sein, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben auch immer wieder diskutiert miteinander, also nicht nur einfach guten Morgen, guten Abend, sondern wirklich auch so, was hast du heute gemacht, was hast du gemacht und so. Also wirklich nicht viel, verstehe mich nicht falsch, nicht, dass ich jetzt eine Stunde mit ihm geredet habe, aber ein bisschen Smalltalk. Mein Englisch ist halt nicht ganz so gut dazu, nicht, dass es heute viel besser ist, aber es war doch noch einiges schlechter. Und dann der nächste Herr war der Chef vom Selections.
Wladimir? No. Wladimir? War es Wladimir? Es war so herrlich. Als ich an Bord kam, war eine Dame Chefin, und zwar heißt die, glaube Anna, oder hieß die Anna. Und die habe ich innerhalb von Sekunden ins Herz geschlossen. Das war eine richtig liebe Dame. Und die verließ uns aber eher schneller, hatte ich noch so in Erinnerung. Also vielleicht nach dem ersten Drittel schon bereits. Und der Herr liebe Sergei kam. Und der liebe Sergei hat ein bisschen ein anderes Auftreten. Er wirkt so groß, ein bisschen muskulös, wirkt ein bisschen strenger. Und ich dachte schon, ich vermisse meine liebe Anna, die halt viel herzlicher gefühlt dastand. Aber ich kann echt sagen, Sergei täuscht man sich ganz gut. Er kann diese Person sein. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Es gibt immer wieder mal sehr unnette Gäste, die gerne reklamieren und weiß nicht was und das Gefühl haben, sie sind der König der Welt. Und das ist vielleicht gut, dass ein lieber Sergei auch mal dastehen kann und sagen kann, hey, nee, so geht's nicht. Aber der Sergei ist im Herzen ein Teddybär. Das ist definitiv so. Er ist im Herzen ein richtiger Teddybär. Oh mein Gott, der ist richtig cool. Also wirklich, wenn ihr ihn mal trifft, ich weiß nicht, ob er noch arbeitet dort oder nicht bei IDEA, das weiß ich echt nicht. Das war richtig cool. Ja, und der letzte Herr, der hat sich aufs Bild geschlichen, denn das ist der Chef vom Cleaner. An dem Tag, wo wir dieses Foto machten, der Cleaner war eigentlich auch eingeladen, war der Cleaner nicht da. Und da war er herumtelefoniert und hat halt seinen Chef gesagt, hey, wir machen noch ein Foto machen mit ihm, wo er ist. Und dann ist er dann mit ihm zusammengekommen und hatte wahrscheinlich das Gefühl, naja, also wenn sein Mitarbeiter fotografiert wird, dann darf er auch da drauf. War mir auch egal, versteht's nicht falsch. Aber es ist so, naja, ich habe keine Ahnung, wer er ist. Ich habe nicht einmal ein Wort mit ihm gewechselt oder so. Aber ich habe ein Foto von ihm. Ja, so, das war's auch mit dem zweiten Teil. Nun habe ich alle Stories, die ich habe, mit der Crew von der AIDA Weltreise präsentiert. Das war der längste Teil, tut mir leid. Als nächstes kommen noch diverse Gäste. Ich hoffe, ihr freut euch genauso darauf. Es sind doch noch ein paar da. Es wird doch noch mal ein kleiner Film, von dem her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.